Servus und herzlich willkommen. Heute mache ich mit euch ein Paprika-Sahne-Hähnchen. Das ist ein ganz einfaches Rezept und wenn euch das interessiert, dann schaut euch doch das Video an. Viel Spaß dabei! So, folgende Sachen brauchen wir. Hier habe ich erstmal Hühnerkeulen. Ihr seht, die sind riesengroß, fast so groß wie meine Hand. Dann habe ich hier Spitzpaprika. Den habe ich schon in Würfel geschnitten. Zwiebeln, die habe ich auch schon in Würfel geschnitten. Dann habe ich hier Hühnerbrühe, Paprikapulver scharf, etwas Schlagsahne und an Gewürzen habe ich hier Salz, Pfeffer. Dann habe ich hier so ein türkisches Hähnchengewürz, das ist ganz lecker, da sind ganz verschiedene orientalische Zutaten drin, Kreuzkümmel und so weiter, schmeckt sehr lecker. Und etwas Chilipulver. Und hier hätte ich fast noch den Knoblauch vergessen, der ist natürlich auch ganz wichtig. Als erstes werde ich jetzt die Hühnerkeulen erstmal würzen. Und zwar mit diesem Gewürz und etwas Salz. Da ist zwar schon Salz drin, aber etwas mehr kann nicht schaden. So, die Hühnerkeulen habe ich jetzt gewürzt. Dann stellen wir erstmal einen großen Topf auf mit etwas Öl und da braten wir die dann darin an. Nachdem das Huhn jetzt von allen Seiten schön angebraten wurde, kommt es zurück auf den Teller. Und dann gebe ich auch schon die Zwiebeln hinein. Die Zwiebeln jetzt gut anrösten. Die dürfen auch ruhig etwas Farbe bekommen. Und dann kommt auch schon das Paprikapulver hinzu. Das sind ungefähr 2 Esslöffel. Die genauen Mengenangaben schreibe ich euch natürlich wieder unten in die Information. So, das Paprikapulver wird jetzt ebenfalls mit angeröstet. Aber bitte Vorsicht, denn es verbrennt sehr schnell. Bevor dies natürlich geschieht, gieße ich einen kleinen Schluck Brühe auf. Diese Brühe darf jetzt wieder etwas einkochen. Und dann gebe ich auch die Paprikawürfel dazu. Diese dürfen jetzt auch kurz mit anrösten. Und dann gieße ich die restliche Brühe auf. So, dann kann man schon mal etwas würzen mit Salz und mit Pfeffer. Und dann gebe ich die Hühnerkeulen wieder zurück in die Soße und lasse sie darin jetzt schmoren. Ich denke, bei normaler Größe der Hühnerkeulen wird es ungefähr 30 bis 45 Minuten dauern. Da meine so groß sind, schätze ich, dauert es etwas länger. So, fast 50 Minuten habe ich meine Hühnerkeulen jetzt in der Soße gekocht. Sie sind halt doch ziemlich groß, aber jetzt sind sie auch schon weich. Jetzt kommen sie erst einmal heraus. So. Und wenn man auch jetzt gut erkennen kann in der Soße, durch die vielen Zwiebeln, hat die sich eigentlich schon gut gebunden.
Jetzt gebe ich die Hälfte von meiner Schlagsahne hinzu. Lasse das Ganze nochmal aufkochen. Wenn es jetzt etwas zu dünn sein sollte, man kann es auch gerne noch etwas nachbinden mit etwas Speisestärke zum Beispiel. Aber das muss nicht unbedingt sein, je nachdem wie ihr es möchtet. Die Soße ist natürlich sehr fett von den Hühnern, man kann das hier erkennen. Aber mich stört es nicht, ich lasse es einfach drin. Jetzt kann man die Soße natürlich noch abschmecken, wenn man sie gerne möchte. Ich probiere erst mal. Ich gebe noch eine kleine Prise Chili hinzu. Kann ruhig etwas pikant sein. Und noch etwas Pfeffer. Und dann gebe ich die Keulen wieder zurück in die Soße. Dort können sie jetzt bleiben, bis wir sie servieren. In der Zwischenzeit könnt ihr euch eine Beilage auswählen. Ich mache heute Reis dazu, aber es passen auch Kartoffeln oder vielleicht Pommes. Ich mache jetzt dann noch ein schönes Tellerbild für euch, damit ihr seht, wie es auf dem Teller aussieht. Ja, und das war's auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Und wenn das so ist, dann lasst mir doch gerne einen Kommentar da oder vielleicht sogar einen Daumen nach oben. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das jetzt gerne machen. In diesem Sinne, einen guten Appetit. Bis bald. Servus.